Herzlich willkommen alle Hobbykonstrukteure, Modellbauer und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht es um das Spiel Assembly von Weltfern, einem kleinen Entwicklerstudio aus Hamburg. Bisher haben sie sich im XR-Sektor herumgetrieben, aber jetzt haben sie ihren ersten Schritt mit Assembly in die Welt der Spiele gewagt. Bei Assembly handelt es sich um ein 3D-Puzzlespiel, in dem man Modelle zusammensetzen muss und das in unterschiedlichsten Schwierigkeitsstufen. Falls euch das Spiel zusagt, könnt ihr auch noch einen von 2 Metakeys gewinnen. Dafür einfach einen Kommentar mit dem Hashtag Assembly hinterlassen. Aber jetzt hüpfen wir erstmal auf die Brille und schauen uns das Spiel an. Also bis gleich. Ja, herzlich willkommen auf meiner Brille. Wir sehen den Startbildschirm von Assembly. Und zwar sieht die Umgebung hier, wir sehen so ein bisschen Himmel, schweben, haben da unten Musik laufen, Assemble and Chill, Levelauswahl, Einstellung, Tutorial, Language, gehen wir mal auf Language, was haben wir denn alles so? Also momentan scheint es schon automatisch auf Deutsch zu sein. Das Ganze ist die Steam-Version, aber wir haben es ja auch auf Meta und Pico. Level automatisch spielen, Handlaser anzeigen, Zeiger am Level darstellen, Zeigergröße. Also, ist lustig, ich drücke auf Language und die Sachen werden mir jetzt alle angezeigt. Da haben wir Language, Deutsch, Höhen greifen, also das heißt die Einstellung, komme ich wahrscheinlich aufs selbe. Genau, wenn ich auf Language drücke und Einstellungen lande ich bei demselben. Dann haben wir Audio, da können wir Musik und Lautstärke machen. Welt können wir Pass-Through anschalten, also das heißt, wir haben dann die Objekte bei uns frei im Raum stehen. Wir lassen den Pass-Through jetzt mal aus. Dann den Zyklus, Tag, Nacht und die Credits, wer dann alles dafür verantwortlich ist. Wie gesagt, ist ein kleines Entwicklerstudio aus Hamburg. Daher lassen wir auch die Einstellungen erstmal so, wie sie sind. Kompaktregal, Höhe greifen, schieben. Ja, wir lassen das einfach mal so ein paar, gucken mal in das Tutorial rein. Look at a piece, point at it, and press the grip button to grab it. Okay, also sehen Sie sich ein Stück an. Ja. Zeigen Sie auf es und drücken Sie die Grifftaste. Great. Now put it into the visible spot. It will reveal the neighboring parts. Your controller will vibrate if the rotation is correct. Fantastic! You can activate a highlight. Look at your right palm and place your left hand there until the vibration stops. Okay, also wenn das dann highlightet und die Vibration aufhört, dann wissen wir, dass es richtig ist. So, was jetzt gerade schade ist, das wäre natürlich cool gewesen, wenn auch die Sprachausgabe in Deutsch wäre, gerade weil es ja ein deutsches Entwicklerstudio. Sehen wir dann das Richtige da hinten jetzt? Das sind mehrere. Also einmal das da. Ich muss nochmal lesen. Fantastisch. Sie können ein Highlighting aktivieren. Schauen Sie auf Ihre rechte Handfläche. Okay. Ja. Und legen Sie Ihre linke Hand drauf, bis die Vibration aufhört. Good. Continue by placing another part. Gut, setzen Sie ein weiteres Teil ein. So, was haben wir da? Da haben wir das da. Wenn ich es schief ranhalte, wenn ich es gerade ranhalte. Try moving the model. You can use the sticks to rotate it or move it up. Great. Okay, Try grabbing it using the triggers. This way you can move the model around. Fantastic. Continue by placing the remaining parts. Okay, also fassen wir das gerade nochmal so kurz zusammen. Ich kann, indem ich den Trigger drücke, kann ich das Ganze drehen und bewegen, beziehungsweise ziehen und setzen, wo ich will. Mit den Thumbs kann ich mich drehen, hoch, runter, in sämtliche Richtungen. Also, das heißt, ich habe da freie Wahl. Jetzt setzen wir gerade mal das Ding zusammen. So. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Also, der hilft mir gerade. Sehr stark. Aber jetzt ist ja noch das Tutorial. Ich hoffe dann nachher im Normalen ist die Hilfe nicht automatisch so stark.
Das Lustige ist, man verrenkt sich so ein bisschen mit den Armen. Dabei kann ich es ja tatsächlich so drehen, wie ich es will. Also wenn ich die Trigger-Taste nehme. So. Also immer wenn man es richtig rum macht, von der Halterung her, dann vibriert's. Ja genau, also wenn ich es falsch rumhalte. Splendid, this is the end. Look at your hands. Tutorial. Touching your left wrist or pressing the menu button on the left controller will bring you to the menu. Mein linkes Handgelenk berühren. Dann. Hä? Wenn ich mein linkes Handgelenk berühre, jetzt. Es vibriert auch ganz stark. Und dann soll ich doch ins Menü gekommen. Ah, Tutorial verlassen. Dann geht das Menü auf. Okay, ja. Ja, man muss erstmal ein bisschen rausfinden, wie es funktioniert. So, ja. Starten, Levelauswahl. Gucken wir doch mal. Aber wir können jetzt hier ganz viel zusammenbauen. Was haben wir dann hier alles? Da haben wir ein Taxi. Also das sind die Sachen, die jetzt zur Verfügung stehen. Da haben wir einen Roboter, eine Ritterrüstung, ein Auto, ein Zug, Bus. Fangen wir doch mal mit was ich vermeintlich hoffe, dass es einfach ist. 8 Teile? Das hört sich sehr wenig. Wir machen mal 15 Teile. Also ich will jetzt nicht direkt hart. 60 Teile ist hart. Machen wir mal 15 Teile für ein Fahrrad. Wir probieren das mal. Okay. Assemble. Assemble. Okay, also da haben wir unsere ganzen Teile. Wir stehen jetzt hier erstmal in der Mitte so rum. Womit fangen wir an? Okay. Es vibriert nichts. Ja, aber es sind Reifen. Wie kann ich den dann... Den kann ich doch setzen, wie ich... Ah, okay. So. Nein, das wollte ich nicht. So, den nächsten. Okay, jetzt hat er mir schon mal so, wie es dann sitzen muss, dargestellt. Das kann man im Schwierigkeitsgrad sogar noch ändern. Jetzt habe ich den Reifen und den anderen nicht mehr. Aber ein Reifen ist ein Reifen. Wie setze ich ihn rum? Wir lassen den mal hier rumfliegen. Okay. Gepäckträger. Passt auch. Ein Korb. So rum? Ne. So rum. So. Die Kette. Ah, Bremsen. Ich war gerade am Überlegen, was sind das? Sind das die Vorderbremsen? Oder sind es die Hinterbremsen? Was sind die Hinterbremsen? Da hat es gerade nämlich vibriert. Vorne oder hinten? Müsste ja eigentlich vorne sein. Hm. Das ist jetzt nicht drin, oder? Okay. Geht es mit dem? Ne, das kommt auf jeden Fall nach hinten, oder? Ne, was hat hier so vibriert?
Ah. So, und das eine, was jetzt gerade weggeflogen ist? Seht ihr es noch irgendwo? Okay. Und dann jetzt wieder. Also das gehört auf jeden Fall da rein. Ja, manchmal ist es gar nicht so einfach, das zu packen, wo es hingehört. Also da kann ich mir vorstellen, dass bei schweren musst du doch da reingehen. Nee. Es vibriert auch nichts. Ein Controller. Reifen scheint nicht so einfach zu sein. Das gibt's doch nicht. Ah, er will nicht. Muss man auf die andere Seite. Es ist nicht fertig, ne? Wieder? Da. Rastet nicht ein. Hallo. So nicht. Es vibriert auch nichts, dass ich weiß, okay, jetzt sitzt es richtig. Jetzt scheitert schon an diesem Fahrrad mit den wenigen Teilen. Bleib hier. Das gibt's doch nicht. Der Vorderreifen ging im Verhältnis dazu echt stärker. Das gibt's doch nicht. So, das jetzt? Wo sind wir denn? Da. Es hat gerade kurz vibriert, dann hat es wieder aufgehört. Nochmal. Tschüss. So. Ist jetzt gerade im linken Controller vibriert, im rechten. Ja, keine Ahnung, was da jetzt das Problem war, aber hey, wir haben das erste Ding fertig. Piece by Piece. Und ich bin wieder draußen. So, ich dachte, man hätte das noch die Chance, das ein bisschen anzugucken. Sein Objekt, aber irgendwie direkt rausgeflogen. Wir gehen mal in die Einstellung. Kann man das Zeiger im Level darstellen, Zeigergröße, Platzierungs, Zeigegruppierung, Hinweis, Vibration, Träger zum Greifen, kompaktes Regal, Höhe, Greifen, Schienenmenge. Also mehr kann ich da jetzt auch nicht einstellen. Handlaser anzeigen. Okay, gut. Wählen wir noch eins. Also das Fahrrad war ja jetzt hier
Ich hätte jetzt fast gesagt easy peasy, aber 29 Teile Medium. Bauen wir mal ein Taxi zusammen. Ja, also so Puzzle-Dinger sind schon immer cool. Assemble! Ich mache das immer ganz gerne. Okay, wir haben das Auto. Was mich jetzt ein bisschen wundert, was haben wir hier unten eigentlich? Wir haben hier die ganze Zeit... Ah, hier kann man Musik wechseln. Musik ausmachen, Musik anmachen. So. Fangen wir mit der Straße an. Oh, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. Das kommt ja garantiert hier irgendwie so. Nicht? Egal. Tschüss. So, bewegen wir uns erstmal. Also. Man sieht, man hat halt diese 3D-Modelle und kann die sich dann halt auch schön die ganze Zeit angucken. Also finde ich cool. Finde ich echt cool. Kaputte Scheibe. Okay. Das wollen wir nicht. Dann mit der Straßenlaterne an, mit dem Straßenschild. Tschüpp. Wanted. Have you seen the driver? Reward a new level to assemble. Oh, okay. Wenn wir den Fahrer finden. Wo ist denn der Rest der Laterne? Da. Wie rum? Will er sie haben? Ist das jetzt wie beim Auto eben? Wie beim Reifen? Da hat es gerade vibriert. Ah. So. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Aber gut. Wie war das nochmal? Ranziehen? So. Nein. Ich hole die ganze Zeit Sachen, die ich gar nicht haben will. Und das Scheinwerfer. Nicht das? Doch. So, was haben wir da noch? Noch mehr Fenster. 60 km/h darf der nur fahren. Wow. Reifen. Also Reifen sind nicht meins. Also mit Reifen habe ich es auf jeden Fall, das merke ich jetzt schon. Oder gehören die vielleicht gar nicht hier hin, sondern hier auf die andere Seite? Na, hier vibriert gar nichts. Das war, also hier hat es kurz vibriert eben. Heben wir uns die zum Schluss auf. Papier. Wo sind die Verschlüsse? Da. So. Eine Tür. Das können wir natürlich auch
Sehr gut. Den hatten wir eben schon mal. Jetzt passt er auch. Oh. Der halbe Rest vom Auto. Das ging jetzt auch verhältnismäßig gut. Eine Hintertür. Ne, eine Vordertür. Sitzbank ist auch nicht schlecht. Da können wir sitzen im Auto. Die gehören doch da bestimmt dran. Ja. Was haben wir da? Irgendwie nach hinten. Andersrum vielleicht? Ja. Hopp. Na komm. So, jetzt langsam wird's im Auto. Die Scheibe. Nummernschild. Ist das von hinten? Ne, das ist das von vorne. Das ist das dann von hinten mit Auspuff. So, Reifen auf dem Dach. Was haben wir da? Das geht. Hä? Ah, so. Die Motorhaube noch. Ich habe keine Ahnung, was das mit den Reifen immer auf sich hat. Die sind eingerastet. Oder so rum. So schwer zu erkennen. Also es vibriert ab und zu mal, aber rastet dann nicht ein. Aber die kommen doch so rum, garantiert. Dann vielleicht noch so. Herrgott. Das rastet direkt ein. Ich würde gerne wissen, was ich da falsch mache. Ja.
Wie viel Reifen? Doch, es sind 2 Reifen. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier die Reifen einfach weg. Boah, was für ein Kampf, ey. Ja. Betrachten wir mein Kunstwerk. Da ist ein Brief. So, das war das Auto. Ja, was gibt es zum Spiel bisher zu sagen? Also ich finde es ziemlich cool gemacht. Es sieht optisch sehr, sehr schön aus. Wir sehen, wir haben einiges da, was standardmäßig schon mit dabei ist. Das ist ein Speeder, eine Ritterrüstung. Da sind keine Reifen dabei bei einer Ritterrüstung. Und die Entwickler sagen, es sollen dann auch immer wieder neue Sachen hinzukommen. Also das heißt, man kann sich dann auch frei austoben. Ein Ritter. Das ist eine Schulterklappe. Oder? Ne, Knie. Hand war's. Das ist ein Oberschenkel. Komm. Sieht aus wie ein Oberschenkel. Aber der. So. Was haben wir da noch? Was haben wir noch? Das ist eine Schulterklappe, oder? Andere Seite. Ja. Das ist dann die andere Hand. Ritter ist gut. Ist nicht. Wo kommt das denn? Da? Auch nicht. Da. Das war der Rücken. Dann haben wir hier die Front. Sieht das aus wie das? Oder so? Oder doch andere Seite? Ja, andere Seite war es. Mein Gott. So, auf einem Fuß steht sie schlecht. Deswegen gehen wir ihm noch einen zweiten. Jetzt läuft's aber. Jetzt haben wir hier einen Run. Welcher? Der oder der? Also man muss es auch genau drehen. Also da sind sie schon pingelig. Das war Schulter. Knie. Gehen wir dem mal den Kopf. Den Hals kriegt er auch. So. Da ersparen wir uns jetzt jegliches Kommentar. Und da. Ja, unser Ritter ist fertig. Ja, cool. Also wir haben jetzt mal 3 zusammengebaut. Ich denke, so für den Ersteindruck sollte das reichen.
Es gibt halt, wie gesagt, schon diverse andere Sachen. Wir haben noch Schiffe, also relativ viele Schiffe. Dann haben wir hier so ein Teehaus, also das heißt von Ortschaften, Hexenwerk, Zug, Motor. Ich schätze mal Motor, wenn man den dann hier so auf hart stellt. 35 Teile. Auch ne, gut, das geht sogar noch. Ein Hoverbike. 20 easy. Ja, also das heißt, man hat hier für jeden was dabei. Konzeptcar. 153 Teile in hart. Ja, da ist mal bestimmt schon ein bisschen was dran noch machen. Man kann dann auch Filter setzen, wie ihr seht. Future, Car, Travel, alles mögliche von A bis Z. Hier mal Muscle Car. Ja, also das soll es für den Ersteindruck gewesen sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich beim Fazit. Alles klar, bis später. Ciao, ciao. Wie war mein Ersteindruck? Also ich mag solche Spiele. Ruhig, entspannend, das Ganze mit chilliger Musik untermalt und die Himmelsumgebung ist sehr angenehm. Das Spiel macht einen guten Eindruck. Die Mechanik funktioniert sehr gut, außer mit den Rädern, wo ich kämpfen musste. Aber ansonsten tipptopp. Für Leute, die gerne puzzeln und das Ganze aus einer plastischen Ebene heraus, ist es ein echt gutes Spiel und ich kann es nur empfehlen. Das Spiel bekommt ihr im Moment auf Meta und bei Steam. Es soll aber noch für Pico und im Epic Store erscheinen. Bei Steam kostet es 9,99 € und bei Meta 13,99 €. Die Preise können sich natürlich ändern. Also in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Schauen. Ich freue mich über jedes Däumchen, über jeden Kommentar und natürlich über jedes Abo. Ich sag ciao, ciao. I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath. I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as